Dune Imperium ist für mich eines der besten Spiele dieses Jahrgangs, vielleicht sogar der letzten Jahre. Ich habe kaum ein Spiel so viel gespielt wie Dune Imperium dieses Jahr und so viele Emotionen am Tisch erlebt. Diese Verlustängste, dass man gerade noch den Sieg schon in der Hand hat und ihn doch noch verlieren kann, dass wirklich bis zur letzten Sekunde bleibt dieses Spiel spannend. Wir haben hier einen ganz starken Deck-Building-Mechanismus, der einen sehr coolen Kniff auch wieder hat. Also wir haben hier eine Neuerung. Und zwar habe ich mein Deck und mit diesem Deck schicke ich meine Arbeiter aus. Und ich kann nicht einfach meine Arbeiter überall hinschicken, sondern die Karte muss dazu passen. Alle haben die gleiche Ausgangslage und mit Einflusspunkten kann ich mir dann jede Runde neue Karten dazu kaufen, die dann nachgezogen werden, sodass ich in Zukunft noch mehr Möglichkeiten habe, auf diesem Planeten meine Arbeiter einzusetzen. Es ist alles ein Wettlauf, denn der Erste, der 10 Punkte hat, läutet das Spielende ein. Wir sind ja von der Geschichte in einem Konflikt der Adelshäuser um diese Spice, um den Wüstenplaneten. Je mehr ich die Völker besuche, umso besser stelle ich mich mit ihnen und darüber bekomme ich Siegpunkte. Vor allem gibt es am Ende einer jeden Runde einen Konflikt, der dann ausgetragen wird. Das heißt, ich muss mir überlegen, meine Truppen, die in der Garnison auf ihren Einsatz warten, in den Kampf zu schicken, um dann dort den aktuellen Machtkampf zu gewinnen. Vor allem ist dort entscheidend auch zu wissen, wann ich meine Truppen einsetze, denn Dune Imperium lebt von Intrigen und von Machtkämpfen. Mit Intrigenkarten kann sich das Blatt jederzeit nochmal ändern. Das heißt, ich muss ganz genau darauf achten, wann ich meine Position beziehe und wann ich in diesen Kampf eintrete. Wir reden von einem gehobenen Kennerspiel, weil ich schon verschiedene Mechanismen mir anschauen und überdenken muss. Jemand, der bloße Durchrechenspiele liebt, hat hier vielleicht hat bei Dune vielleicht ein Problem, weil es nicht durchrechenbar ist. Wer damit gerne umgeht, der wird an Dune ein wundervolles Spiel finden. Dune Imperium würde ich allen Menschen empfehlen, die auf interaktive Strategiespiele stehen, die vielleicht auch mit der Thematik was anfangen können. Man muss es aber schon auch aushalten können, dass ein wenig Konflikt stattfindet, dass man unfair behandelt wird im Sinne von, ich bekomme nochmal eine Intrigenkarte rein und ich kann mir nie sicher sein, dass dieser Sieg wirklich meins ist. Aber genau das ist auch das Motivierende für mich daran, dass dieses Spiel so eine hohe Interaktion hat, dass ich mit meinen Mitspielenden wirklich auch in den Konflikt gerate. Ich muss mich auf ständig neue Situationen einstellen können. Und wer daran Lust hat, ein durchweg stimmiges Spiel mit sehr starken Emotionen und ständigen Impulsen zu spielen, für den ist Dune Imperium genau das Richtige.